In einem meiner letzten Videos habe ich euch gezeigt, wie ich aus 20 Kilogramm PLA-Abfällen und Fehldrucken neues Filament hergestellt habe. Vom Schredder über das Sieben bis zur Extrusion neuer Rollen mit meinem Atme 3D. Falls du das Video noch nicht kennst, findest du es hier in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt aber zu meinem Problem. Das Recyceln von PLA hatte ich zwar einigermaßen gemeistert, meine Werkstatt war aber noch nicht vollständig für einen Dauerbetrieb ausgestattet. Und das ändern wir jetzt. Als ich im zweiten Quartal 2025 mit dem Recycle-Projekt angefangen habe, war es schon warm genug und ich konnte meinen Abluftschlauch bequem aus dem Fenster hängen lassen. Ich wusste aber schon, dass das spätestens im Oktober oder November zum Problem werden wird und es einfach zu kalt in meiner Werkstatt werden wird. Da ich aber nicht einfach ein Loch in die Wand bohren konnte, musste ich eine Lösung für das Fenster bauen oder um das Fenster herum. Nach einiger Überlegung entwickelte ich darum die Idee, eine Art Fenster für mein Fenster zu bauen. Also quasi ein Fenster. Es sollte dann so breit sein, dass ich den Abluftschlauch seitlich daran befestigen kann. Auf Makerworld fand ich dazu dieses Modell für einen Abluftschlauch. Ein passendes Gegenstück für das Fenster konstruierte ich dann einfach selbst und habe dann beide Teile gedruckt. Wie das dann zusammengebaut aussah, seht ihr gleich. Für mein zweites Fenster besorgte ich mir aber erstmal im Baumarkt ein Plexiglas, das ich schon vor Ort auf mein Wunschmaß habe zuschneiden lassen. Ich konnte darum direkt aus etwas Restholz die Seiten des Fensters zusägen. Das Holz war übrigens wirklich Restholz. Ich besorge mir oft von eBay Kleinanzeigen USB-Platten, die andere sonst wegwerfen würden. Und bin dann immer wieder froh, dieses Material auch wirklich verarbeiten zu können. Schwabetrick. Das ist ein Schwabetrick, gell? Schwabe. Muss ein Schwabe sein. Die Nut für das Plexiglas sägte ich einfach mit der Tischkreissäge in die Seite. Das DIY-Fenster war dann auch schnell zusammengebaut. Und wie es das Handwerkerschicksal wollte, hatte ich auch den passenden Lochfräser in meinem Sortiment. Glücklicherweise fand ich dann noch genau 5 große Scharniere, die sich perfekt für dieses Fenster geeignet haben. Also wirklich gefunden. Und so sah dann der Zwischenstand aus. Ein großes Fenster, Silikon auf beiden Seiten, um es möglichst dicht zu bekommen. Und natürlich das Loch für die Abluft. Direkt im Anschluss trug ich es hoch und montierte es. Da die Innenseite der Außenwand meiner Halle auch mit OSB verkleidet ist, also die Innenseite der Außenseite meiner Halle. Ihr wisst, war das auch relativ einfach. Belohnt wurde ich dann noch von dem Moment, an dem ich die Schutzfolie vom Plexiglas abziehen konnte. Das hat wirklich gut geklappt. Um das Fenster zu schließen, montierte ich noch jeweils einen Spannverschluss an der Ober- und Unterseite, übrigens auch gefunden in meinem Sortiment. Und dann konnte ich den Schlauch an das Fenster halten. Mir ist bewusst, dass mein Plexiglas natürlich nicht die ganze Kälte abhält, aber dadurch, dass das echte Fenster dahinter gekippt bleiben kann und trotzdem alles einigermaßen dicht ist, dürfte die Lösung deutlich besser sein, als das Fenster einfach ganz offen zu haben. Thema erledigt. Wie ihr gesehen habt, hat der Schlauch bei meinem ersten Test ziemlich gespannt. Der Grund dafür ist, dass der Atme 3D noch auf meinem Arbeitstisch stand, an dem ich generell Projekte umsetze, beziehungsweise 20 Kisten mit Teilen für laufende Projekte lagere. Und um dem Atme 3D einen festen Platz zu geben, wollte ich darum ein kleines Regal bauen, auf dem zum einen der Atme 3D stehen kann, aber zum anderen auch noch ein paar Kisten Platz finden. Und natürlich, um den ganzen Zubehör und mein produziertes Filament zu lagern. So ein Regal hatten wir schon 2023 gebaut und ich wollte auf diese Erfahrung aufbauen, aber statt 3 Reihen für 45 Liter Kisten wollte ich in der oberen Reihe 3 11 Liter Kisten. Diese nutzte ich bereits beim Umbau unseres 3D-Druckraumes und habe dafür sogar extra Führungsschienen entwickelt. In der Mitte dann tatsächlich 45 Liter Kisten und in der untersten Reihe dann die ganz großen 65 Liter Kisten. Der Vorteil war dann auch, dass ich nur eine Reihe mit Einschieben aus Holz benötige. Der Bau war dann sehr einfach. Das liegt natürlich auch daran, dass meine Werkstatt im Vergleich zu 2023 viel besser ausgestattet ist. Ich meine, guck mal, wie ich aussehe mittlerweile. Und ich natürlich auch ein viel besserer Handwerker bin. Das Material für das Regal war relativ simpel. Ein paar normale USB-Platten und 2 Balken. Die Balken sägte ich zunächst auf 9 cm zu, habe sie geschliffen und dank meiner Absaugung und dem Ostwachs-System an der Werkbank ist das wirklich bequem gewesen. Werkzeug holen, Schlauch an die Maschine klippen, das Gegenstück an die Werkbank und los geht's. Nachdem die Balken fertig waren, konnte ich mich dann um den Zuschnitt der Platten kümmern. Aus Bequemlichkeit habe ich darauf verzichtet, meine Tauchsäge rauszuholen. Darum habe ich das zunächst mit meiner Tischkreissäge gemacht und schob die großen Platten einfach darüber.
Das hat gut geklappt und zum Glück sind unsere Werkbänke genauso hoch wie unsere Tischkreissäge. Für den Zuschnitt der Trennbretter in der Mitte des Regals holte ich dann doch noch die Tauchsäge raus, aber das waren dann nur noch 2 Schnitte und anschließend schraubte ich die Bretter an die Balken und in diesem Zuge montierte ich auch gleich 5 Räder, denn ihr wisst ja, im Bastelsaal muss alles Räder haben. Selbst die Räder haben hier Räder. Nee, im Ernst, diese Regel hat mir in den letzten Jahren wirklich viel Zeit und Mühen gespart. Ich kann einfach und vor allem alleine das komplette Inventar quer durch die Halle bewegen. Dann drehte ich das Regal um und habe im Anschluss die Oberseite sowie die Zwischenbretter montiert. So sah das dann aus. Es hat im Vergleich zum Bau 2 Jahre zuvor wirklich gut geklappt und 3 Ikea-Kisten haben von der Breite wirklich perfekt reingepasst. Diesmal achtete ich besonders darauf, dass die Breite der Schienen wirklich perfekt passt und die Kisten wirklich sicher im Regal hängen. Einige Tage später trugen Dennis und ich das Regal gemeinsam nach oben und ich habe das dann schon mal provisorisch eingeräumt. Die oberen 3 Schubladen sollen wieder mit Gfinity Grids bestückt sein. Darum hieß es dann erstmal drucken! Übrigens druckte ich alle folgenden Teile mit meinem eigenen PLA aus dem Recycling-Projekt. Geil, oder? Hier in der Ecke des Videos habe ich euch das Video verlinkt und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Werft unbedingt mal einen Blick rein, das ist wirklich spannend. Aber was habe ich gedruckt? 6 meiner Schienen für die IKEA-Kisten selbst, etliche Gfinity Base Grids, Rahmen für die Gfinity Grids, Halter für die Atme 3D Filtersiebe, Halter für meine Rohrzange. Die brauche ich übrigens, um die heiße Düse des Atme 3D zu halten, während ich das Sieb wechsle. Ein Halter für die von mir für das Befüllen des Atme 3D zweckentfremdete Hundefutterschaufel. Diesen unnötig breiten Halter für meine Rolle mit dem Siebmaterial. Siebmaterial? Wie heißt das eigentlich wirklich? Keine Ahnung. Der Halter ist an den Seiten offen, weil die Rolle tatsächlich etwas breiter ist als das Grid in meiner IKEA Sammlerkiste. Dieses Modell habe ich sogar als Generator veröffentlicht. Du kannst dir damit beliebige Gfinity Halter für runde Dinge generieren. Klicke dafür auf MakerWorld einfach auf den Anpassen-Button und verändere die Parameter. Das Modell wird dann direkt für dich generiert. Du brauchst kein extra Programm. Außerdem konstruierte ich für alle im Atme 3D Bausatz enthaltenen Schraubendreher und Steckschlüssel einen passenden Halter. Ein Halter für das von mir im letzten Video konstruierte Siebwerkzeug und damit das Zuschneiden neuer Siebe auch schnell geht, konstruierte ich zusätzlich dieses Hilfswerkzeug. Man kann das Sieb aus der Rolle darin einklemmen und dann schon mal Streifen in der passenden Breite abschneiden. Das spart etwas Zeit bei der Herstellung der Siebe. Und damit die Atme eigenen Werkzeuge zur Herstellung neuer Siebe auch sauber verräumt sind, konstruierte ich natürlich auch dafür eine Box, gefolgt von einem Halter für die Spindel und auch für alle Adapter für die Spulen druckte ich passende Halter. Zwar habe ich in meinem Atme einen universellen Adapter im Einsatz, ich wollte die Teile aber trotzdem möglichst praktisch verräumt haben. Zum Abschluss konstruierte ich noch einen Halter zur Organisation aller enthaltenen Imbusschlüssel. Für die Imbusschlüssel druckte ich vorab wieder einen kleinen Test, um sicher zu gehen, dass alles passt, bevor ich eine ganze Box produziere. Ich kann sie zwar jetzt endlos oft recyceln, aber man kann ja trotzdem sinnvoll haushalten. Für andere Dinge habe ich dann noch über 16 einfache Gfinity-Boxen generiert und gedruckt. Darin lagere ich dann Ersatzteile oder andere temporäre Teile, für die es sich nicht lohnt, eine eigene Box zu konstruieren. Und zuletzt fand ich dann sogar noch eine fertige Box, um all meine Pinzetten zu lagern. Das war wirklich super, endlich mal was Fertiges. Dann verlegte ich noch eine Steckdose an die passende Stelle über dem Regal und war endlich fertig. Und so sah das fertige Ergebnis dann aus. Die linke Schublade enthält das meiste kleine Werkzeug für den Atme 3D. Siebe, Schraubenzieher, Öle und so weiter. Die mittlere Schublade, die sich auch unter der Kiste mit dem Granulat befindet, enthält vor allem eine FFP-Maske und die dann auch benötigte Schaufel. Die Schublade ganz rechts enthält vor allem Dinge, die ich für die Herstellung neuer Siebe benötige. Da ich in der ersten Kiste aber sehr viele fertige Siebe auf Vorrat habe, brauche ich diese Schublade wahrscheinlich nur einmal am Tag, wenn ich eben einen neuen Extrusionsprozess starte und dafür einmal mit der Rohrzange den heißen Extruderkopf halten muss. Das Regal gefällt mir generell gut. Unten sind 2 große Kisten mit leeren Spulen und auch meine Siebe sind dort aufbewahrt. Übrigens sehr stressig, die Kiste mit einer Hand aufzubekommen, während man filmt. In den 2 Boxen in der Mitte wäre dann mein recyceltes PLA. Wie ihr seht, habe ich alle Rollen aus dem letzten Projekt wieder verdruckt. Also bestimmt 16, 17, 18 Kilo PLA. Es ist wirklich ein geiles Gefühl, mit 3D-Druck fast keinen Müll mehr zu produzieren. Oben auf dem Regal sind schon wieder 2 Kisten voll mit Fehldrucken, die auf meine nächste Recycling-Iteration warten. Und in der Mitte ist sogar noch ein Fach frei. Mal schauen, was ich da reinmachen werde. Ich habe hier übrigens schon sehr viel Material für kommende Recycling-Tests. Zum einen werde ich den Atme 3D Pelletizer testen. Pelletizer.
Ich kann nicht Pelletizer aussprechen. Dafür habe ich einige alte Filamentspulen, die noch 2,85 mm dick sind. Und zum anderen besorgte ich mir diesen Kunststoffschredder, mit dem ich versuchen werde, alle großen Drucke ohne Aufwand klein zu bekommen. Schon mal vielen Dank für Celine und vielen Dank für Olli für die ganzen Spenden. Ich bin gespannt, was ich daraus machen kann. Lasst also unbedingt sofort ein Abo da, wenn ihr die beiden Videos nicht verpassen wollt. Alle in diesem Video verwendeten 3D-Modelle findest du in der Beschreibung von diesem Video verlinkt. Was sagt ihr zu meinem kleinen Regal? Praktisch oder Overkill? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht, diese Recycling-Station zu bauen. Alles klar, meine Schmelzer und SchmelzerInnen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren oder zumindest unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!